So, die Idee ist, heute die Schraube abzubekommen. Dafür müssen wir als allererstes hier hinten das Teil abmachen. Olli hat hier schon die richtige Nuss besorgt. Dann keilen wir das da irgendwie rein und hoffen, dass wir die abbekommen. Mal gucken, ob es klappt. War die überhaupt fest? Also, das war's schon. Und Marco, es war ein schweres Unterfangen, oder? Das war jetzt eins der härtesten Schrauben, die ich je geöffnet habe. Krass. Hätten wir da überhaupt eine Nuss gebraucht? Nee, ehrlich gesagt, hätten wir es auch mit den Finger rausmachen können. Ui, ist ja gut, dass er die nicht im See verloren hat, die Schraube. Ich habe die jetzt viel größer in Erinnerung. So, so happy, dass wir es gefunden haben. Jetzt können wir losfahren. Das heißt, das ist von einem alten Propeller, das ist von einem neuen Propeller. In dem äußeren, da gibt es noch so einen äußeren Ring aus Kunststoff und der ist da drin. Das ist nicht dieser hier. Oh ja. So, und der ist auch dabei. Das heißt, was wir brauchen, ist, wir brauchen diese Scheibe. Die kommt wieder drauf. Genau. Und zwar so mit der größeren Seite Zum Antrieb. zum Antrieb hin. Dann kommt hier der Propeller mit diesem Kunststoffteil. Das wird da so konisch da reingedrückt, so drauf. Ja. Und dann wird, und dann quasi hat der hier die Verzahnung. Und dann kommt der Sicherungssplint und dann die Mutter. So, und dann kommt die Mutter. Die Mutter war das die von jetzt? Das ist die von dem alten. Von dem. Okay, die ist wahrscheinlich sogar besser. Ach, guck mal, bei der, wie viele Zähne der hat. Ja, ja, der ist nämlich. Ich glaube, das ist der richtige. Ich glaube, das ist der richtige. Ja, das ist schon der richtige. Das ist schon der richtige. Aber kommt der dann so, ne? Ja, so und dann geht die da rein. Und dann zusammen. Ja. Jetzt fast ein bisschen zu schnell, das Ganze. Eine Ewigkeit später. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, dass wir unser Boot ins Winterlager bringen, denn wir haben uns eine Halle gemietet. Und heute geht es darum, Olli hängt schon das Boot an, dass wir das Boot dahin schaffen. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Nee. So, jetzt sind wir kurz vorm Ziel. Hier ist der Fahrer. Und wie läuft es bisher? Super. Also bist du zufrieden mit der Fahrt? Ja, es hat alles super geklappt, ne? Bisher. Aber ambitioniert, würde ich mal sagen. Heute. Ja, also es ist halt hier, wir haben jetzt nicht das beste Wetter, aber das Boot ist noch dran. Wir haben jetzt ein bisschen Regen gehabt, aber wir sind gleich da und dann zeigen wir euch unseren Winterstellplatz. Bis gleich. Hast du kein Boot, bist du ein Vollidiot, denn nur mit Wind im Haar bist du ein Superstar. Und diese Mega-Yacht ist wie für mich gemacht. Kommen wir noch näher. Ja, mache ich auch. Guck dir lieber an, wie ordentlich das aussieht. Ja, sehr schön. Finde ich toll, wie er das macht. Wunderbar. Meine Lieblingsaufgabe, gell? Ja. So. Ich zeige euch mal, wo unser Stellplatz ist. Gehen wir mal da reingucken. Da muss das Boot später hin. Hier stehen dann noch später ein paar Wohnmobile. Ja, und ich denke, das passt doch eigentlich ganz gut. Wie gesagt, Olli macht das jetzt noch ein bisschen sauber. Und ja. So, wie sieht's aus? Gut. Wie weit bist du beim Saubermachen? Ich bin gleich fertig.
So, jetzt müssen wir mit Hand versuchen, das Boot irgendwie zu positionieren. Und dabei verlasse ich mich total auf Olli und ich glaube, der wird es schon machen. Ich hab heute Schulter. Ich kann heute nicht so gut. Aber ich habe extra einen starken Mann dabei. Das Boot steht an seinem Platz. Und jetzt hat Olli noch eine Aufgabe für heute. Er muss jetzt noch die Plane da oben drauf machen. Also wir haben heute Arbeitsteilung. Ich gucke, weil ich habe ja eben schon gesagt, Schulterprobleme. Er macht das alles. Also Olli weiß Bescheid, er hört nicht so zu. Er hört auch ein bisschen schlecht heute. Die Folie noch da drauf, ne? Irgendwann später. Olli hat jetzt die Plane drauf und ist jetzt auch ganz stolz, dass er es alleine hinbekommen hat. Und hast du gut gemacht, ne? Immer. Ja, jetzt zeige ich euch schon, wie das aussieht. Immer. Da, so steht das jetzt hier. Jetzt wechseln wir mal Kamera und gucken uns das nochmal vorne an. Oh, guck mal, wie schön. Hast du vorhin festgezurrt? Ja, alles festgemacht. Alles. Schau mal die Bremse. Festgemacht. Soll ich sie lösen? Nee, kannst du. Ja, warte mal. Schön. All der Platz für uns. Ein Traum. So, jetzt sind wir leider noch nicht ganz fertig, weil wir müssen noch Bargeld organisieren, weil unsere Vermieterin, die will die erste Miete Cash haben, weil nur Cash zählt. Und deswegen suchen wir jetzt eine Bank und fahren gleich nochmal zurück. Jetzt haben wir das Geld abgegeben und haben die erste Monatsmiete bezahlt. Und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für ein erstes Fazit. Und dann hören wir doch mal, was der Olli so dazu sagen hat. Ja, Marco, was hast du denn dazu zu sagen? Wie ist denn dein Fazit heute? Du hast dich ja fast ein bisschen überanstrengt heute. Wie ist es denn gelaufen für dich? Ja, also ich habe heute nicht so viel gemacht, weil ich habe beim Tennis hier oben die Schulter gezerrt, deswegen konnte ich... Beim Tennis! Da lacht er. Bei welchem Tennis? Ja, Tennis. Ja, ich spiele halt auch, ich spiele Tennis. Ja, genau. So. Und, aber er hat alles übernommen, hat er wirklich fleißig gemacht. Boot geputzt, reingeschoben, geparkt, meine ich. Und ich habe aber auch ein bisschen was gemacht. Ich habe die Tanks gefunden im Boot. Ich weiß jetzt, wo alle Tanks sind. Ich weiß... Du hast die Löcher gesucht. Ja, ich habe Löcher gesucht. Und, Beziehungsweise geguckt, wo die Löcher hingehen. Warum die Löcher Löcher sind. Genau, weil das ist ja auch nicht, jedes Loch ist ja auch nicht für alles geeignet. Genau. Merke. Ja. Lebensweisheit, Achtung. Und ja, also wir haben jetzt ein bisschen besseres Gefühl fürs Boot bekommen, aber ich muss wirklich sagen, dass der Unterstellplatz ist wirklich hervorragend. Habt ihr ja gesehen, wir haben mega viel Platz und haben gerade eben auch schon gesagt, wenn jetzt schlecht Wetter ist und kann man jederzeit ans Boot, können weiterarbeiten, weil wir haben ja auch schon wieder viel gemacht. Ist ja schon viel passiert. Genau. Was genau, das seht ihr da. Wir haben heute auch schon das Boot mal so ein bisschen gewaschen, der Marco. Hauptsächlich. Genau, ich habe auch überwacht habe ich das ganz gut. Aber ich hätte es ja gemacht. Ich konnte nicht. Er konnte halt nicht. Ich konnte. Weil er hat Tennis gespielt. Ich habe einmal beim Leben Tennis gespielt und klar, ich habe gewonnen beim Tennis, aber dafür meinen Abend verloren. Taschentennis. Du musst Prioritäten setzen. Das ist einfach so. Ja. Also, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr seid wieder abgeholt. Jetzt freut euch auf die neuen Videos. Warum hast du eigentlich immer eine Brille auf, wenn du redest? Fällt mir gerade auf. Mit Stärke. Ah, okay. Weil sonst sehe ich mich nicht so gut. Ah, okay. Genau. Ist cooler. Ist cooler. Ist cool, man. Ah, okay. Ja. Gut, Kann ich auch abziehen. Ja, okay. Ja, so. Alles klar. Also, wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, passt es oder passt es vielleicht nicht.